Hallo und herzlich willkommen zu unserer YouTube-Reihe der Benz Print Server. Heute möchte ich euch eins unserer Tools vorstellen, mit dem ihr einfach Makros generieren und auf Benz hochladen könnt. Hierbei handelt es sich um den PostScript Makrogenerator. Mit diesem könnt ihr problemlos ein oder mehrere Makros für ein Projekt erstellen und auf dem Print Server hochladen. Dort können diese sofort für den Makrodruck verwendet werden. Nun möchte ich euch die ein oder andere Funktionalität zeigen. Nun legen wir zuallererst einen neuen Projektordner an, in diesem alle Dateien für den späteren Makrodruck gespeichert werden. Das erste File, welches wir importieren, dient als Vorschau und muss ein PostScript-File sein. Nachdem nun die Vorlage erfolgreich importiert wurde, laden wir unsere PDF-Files, aus diesen die Makros erstellt werden sollen, in das Programm. Nun können wir auch schon mit dem Erstellen der Makros anfangen, indem wir auf das mittlere Symbol drücken. Danach kann über das Setzen eines Rechtecks das erste Makro ausgeschnitten werden. Auf der rechten Seite befinden sich Einstellungen zum Anpassen der Makros. Hier können Sie sich auch auf Ihrer vorher definierten Vorlage eine Vorschau anzeigen lassen. Sie können auch spezifisch bestimmen, auf welchen Seiten das Makro zu sehen sein soll. Mit der Option Seiteninfo können Sie sich alle Informationen bezüglich Vorder- und Rückseite sowie Simplex und Duplex anzeigen lassen. Mit unserer Option Set Anchor können Sie das ausgeschnittene Makro nach Ihren Wünschen verschieben, sodass Sie hier auch die Möglichkeit haben, die Position selber zu bestimmen. Mit Delete Anchor wird die aktuelle Position gelöscht und die ursprüngliche des ausgeschnittenen Makros wiederhergestellt. Nun speichern wir das erste Makro ab und generieren aus derselben Datei ein zweites Makro. Hierfür nehmen wir die Fußzeile aus unserer Datei. Beide Makros können nun gleichzeitig angezeigt werden, sodass Sie hier immer einen Überblick haben, um Ihre Dokumente bestmöglich mit den Makros abzustimmen. Nun haben wir die ersten zwei Makros fertig und speichern diese ab. Als drittes nehmen wir nun eine AGB-Seite. Hierbei können Sie mit einem Rechtsklick ganz einfach die ganze Seite als Makro definieren und sich anzeigen lassen. Hierbei können Sie auch bestimmen, ob sich ein Makro auf einer Rückseite befinden soll. Wenn Sie allerdings nur auf bestimmten Seiten bzw. Rückseiten ein Makro platzieren wollen, haben wir hierfür einen Formeleditor, der Ihnen ermöglicht, seitengenau Ihre Makros zu platzieren. Zum Schluss speichern wir nun auch dieses letzte Makro ab. Nun, da wir jetzt alle Makros fertiggestellt und angepasst haben, können wir nun diese alle auf einmal direkt auf Benz mit nur einem Klick hochladen, wo sie uns bzw. dem Workflow vollautomatisch zur Verfügung stehen. Da wir nun alle Dateien für das Versehen der Files mit Makros zur Verfügung haben, drucken wir diese nun über Benz aus. Und wie ihr sehen könnt, sind alle Makros auf dem Ausdruck zu sehen und wir haben auf der letzten Seite unsere AGBs stehen. Das war's auch schon wieder für heute. Ich hoffe, es hat euch wie immer gefallen und falls ihr zu unserem heutigen Thema schon mehr wissen wollt, zögert nicht, uns zu kontaktieren.